dachte, jetzt kommt erst noch wieder dein Hallo für eine neue Woche. Genau, das kommt jetzt. Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Woche. Okay. Oder willst du noch einen Walking-Track machen? Damit meine Frau sich wieder auf die Fresse packen kann? Kommt nicht in die Frage. Wir sind jetzt auf dem Weg und wir wollen uns ein paar Orgelpfeifen ansehen. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wir waren heute bei der Post und wir haben den Service von der Australian Post heute benutzt und du kannst es, glaube ich, besser erklären als ich, wie das funktioniert mit den, wenn ein Paket zugeschickt wird. Der Service von der Australian Post, Genau. Das nennt sich Parcel Collect. Das heißt für Leute wie wir, die praktisch lange im Urlaub sind und lange viel rumreisen, bewirbt man sich einmal bei der Australian Post und dann kriegt man so eine 10-stellige Identifikationsnummer mit dem Parcel Collect und den Namen dazu. Und mit dieser Adresse kann man sich praktisch, oder mit dieser Nummer kann ich mir an jedem Postamt in Gesamtaustralien Pakete zuschicken lassen, als wenn es meine normale Heimadresse wäre. Da gibt es eine App dafür. Wir wussten jetzt, wir sind eine Weile in Melbourne und wir warten auf ein Paket. Dann habe ich denen halt die Adresse gegeben. Da kommt dann dieses Parcel Collect davor, denn als Adresse kriegen sie praktisch die nächste Poststelle, die hier ist. Und mit meiner 10-stelligen Nummer können die mich identifizieren. Und die sagt, da kann ich mir das Paket überall in Australien hinschicken lassen. Und was die auch noch als Service anbieten, wenn man dann doch irgendwann mal ein bisschen zu früh oder zu spät sind, solange wie das Paket noch unterwegs ist, kann ich auch jederzeit die Adresse noch ändern und kann es dann sogar noch in einen kompletten anderen Staat schicken lassen. Also ist ein super Service von der Australian Post. Ist richtig klasse. Wir haben das schon eine Handvoll Mal benutzt. Ja. Dass wir das machen, dass man sich was bestellt oder dass Niki uns was geschickt hat. Und es hat bis jetzt immer wunderbar funktioniert. Und jetzt machen wir das nächste Päckchen auf, was wir auf Heikes Wunsch bestellt haben. Das ist auch mein Wunsch. Weil du gesagt hast, du hättest es gerne. Und ja, die Idee ist ja auch super. Deshalb haben wir das ja auch diesmal bestellt. Tada! Du hast ja noch gar nicht offen, kannst du noch gar nicht Tata sagen. Tada! Guck mal, was sie sogar mitgeschickt haben. Gut. Ein paar Aufkleber. Ja. Tada! Die kleben wir jetzt noch mit auf unsere Caravans und unsere Autos rauf, damit jeder auch sieht, dass wir einen YouTube-Kanal haben. Weil die Leute fragen immer, ihr habt einen YouTube-Kanal und wie ist denn der? Und ich sage, wenn wir mal nicht am Auto sind, machen wir uns die Dinger jetzt einfach noch zusätzlich unten drunter, damit man das auch nachlesen kann. Weil wir werden öfter gefragt oder öfter mal angesprochen. Und dann ist es für uns einfach wesentlich einfacher. Und von den Dingern, die sind jetzt neu. Ja. Die alten, die wir haben, sind kleiner und in Schwarz-Weiß. In Schwarz-Weiß, ja. Und ohne wirklich Beschriftung. Und ohne Beschriftung ist einfach nur ein ganz normaler QR-Code. Haben wir die eigentlich noch da oben drin? Ist mein rauspuppen oder nicht? Und das sind die alten Codes, die wir uns drauf gemacht haben. Die Leute dann im Grunde genommen direkt zum YouTube-Kanal bringt. Ja, da kann man die Dinge dann einfach scannen. Und jetzt gibt es da neue dazu. Die sind jetzt dann wieder passend in unseren Farben. Und diesmal haben wir auch klein unser Logo drin. Kann man wahrscheinlich nicht gut sehen. Da ist unser Logo mit in der Mitte drin. Probier mal, ob es funktioniert. Sollte normalerweise zapp und einmal draufdrücken und funktioniert. Einwandfrei. Wir sind da. Ja, und die haben wir uns jetzt auch machen lassen. Die sehen schön aus. Und die Firma, die für uns die ganzen Sachen macht, die sitzt bei uns zu Hause 10, 15 Minuten mit dem Auto weg und die haben sich sofort super bei uns drum gekümmert. Und da lassen wir jetzt alle unsere Aufkleber machen. Ich hole gar keine anderen Angebote mehr ein, ob man das irgendwo billiger kriegen könnte, weil die Qualität ist super. Ja, und das war unser heutiger Ausflug zur Post. Ja. Morning light paints the desert gold. Songs of freedom, tales unfold. Laughing with the breeze, heart so free. Chasing her
Unser heutiger Ausflug geht in den Emerald Lake Park und hier soll es eine Modelleisenbahn gehen, die wir uns mal angucken wollen. Und wir haben hier auch ein Puffing Billy Visitor Center und eine Station. Der Puffing Billy ist eine alte Eisenbahn, die man dann auch fahren kann. Und ich habe mich da schon mal reingelesen. Hört sich ziemlich interessant an, werden wir aber heute wahrscheinlich nicht machen, weil wir keine Tickets dafür gekauft haben. Und ansonsten zwei Seen sehe ich hier, wo du angeln kannst. Möchtest du angeln gehen? Ja klar, logisch. Bei dem Wetter haben wir auch nichts Besseres zu tun. Fühlt sich so richtig an wie Deutschland im Moment, oder? Ja, irgendwie sind wir ein bisschen in den Nebel reingefahren, ja. Gut. Ja. Gut. Eine Model Railway wollen wir auch mal gucken. Eintritt kostet, das hatte ich glaube ich gesehen. Ah, hast du? Okay. Und da müssen wir bloß mal gucken. Angeblich in einer Quelle habe ich gelesen, das soll eine der größten in der südlichen Hemisphäre sein. Schauen wir mal, ob sich das bestätigt. Genau. Und wie weit man das vergleichen kann mit den Wunderwelten in Hamburg. Wahrscheinlich nicht besonders viel. Okay, jetzt gehen wir erstmal unser Parkticket bezahlen, weil in Victoria muss man überall für Parken bezahlen. Und dann geht's los. Also, das ist schon einmal ein Reinfall, weil die Modelleisenbahn ist geschlossen. Gut, dann laufen wir ein Stück und vielleicht kommen wir wenigstens ins Puffing Billy Visitor Center rein. Angeschossen rechts raustreten. Ja, auf jetzt. Train to Belgrave. Ich glaube, Belgrave ist die Station, wo es anfängt. Das ist das Visitor Center. Da ist eine Viewing-Plattform. Ja. Gucken wir uns mal die Plattform an. Okay. Ja, wer weiß, ob es nachher regnet. Okay. Weil im Moment haben wir gerade keinen Regen. Da siehst du, der Puffing Billy ist eine Schmalspurbahn. Da geht es dann in die Plattform, Plattform 1 und 2. Ja. Guck mal, hier kannst du Weichen stellen. Ein Teerum. Teerum, ja. Teerum. Kannst dein Gepäck wiegen. Kann es sein, dass Lakeside der Punkt ist, wo du denn Richtung Gembrook fährst? Und das ist genau die Mitte von der Station. Also du kannst entweder von Belgrave nach Gembrook fahren oder von Belgrave nach Lakeside oder von Lakeside nach Gembrook. Irgendwas war da. Irgendwie waren da 3, 4, 5 verschiedene von bis und ja. Ich glaube, das wäre die Station gewesen. Die fuhr, glaube ich, freitags und sonntags von Lakeside nach Gembrook. Und ich glaube, was ich gelesen habe, der zweite Teil, also der nach Gembrook, mehr interessantere, weil der über verschiedene Brücken geht, die, glaube ich, sogar aus Holz gebaut sind. Okay, ich setze mich da mal hin. Hat man jetzt auf dem Fahrgast? Während ich mich da so gemütlich gemacht habe auf der Couch, ist ein Schaffner gekommen und der hat gesagt, in ungefähr einer halben Stunde kommt ein Zug hier rein. Der macht dann hier Pause, wird dann wahrscheinlich frisch beladen mit Wasser und allem drum und dran und macht sich dann wieder zurück auf den Weg. Und das lassen wir uns natürlich nicht nehmen, sich anzugucken. Wenn wir schon bezahlt haben und hier nirgendwo mehr oder weniger was reinkommt sehen, dann wollen wir uns wenigstens den Zug angucken. Also warten wir jetzt mal eine halbe Stunde und dann gucken wir mal, ob es das wert ist. Okay, gucken wir, ob das hier offen ist oder nicht. Weiß ich nicht, wie ein Wombat. Wenn man sich das hier so anguckt, hier ist alles zu. Also die scheinen nicht viel Wert hier in Victoria auf Besucher zu legen. Überall, wo wir hinkommen, die Visitor Center sind zu, es ist keiner da. Keiner hat Zeit. Wie gesagt, das eine war mehr oder weniger komplett geschlossen. Oder sind offen, da stehen dann ein paar Schilder rum und sowas nennen die Visitor Center. Nicht wirklich. Das Café ist offen. Weil ein Café ist offen, aber das war's dann auch schon. Oh, guck mal die Kinder. Nee. Echidna und Puffing Billy.
Eigentlich habe ich mir jetzt erhofft, dass man so ein bisschen was in Erfahrung bringt, was dieser Puffing Billy ist. Also, wenigstens wissen wir jetzt ein bisschen mehr. Das ist nur der Gift Shop. Oh, jetzt ist er sogar halb offen. Ja. Allerdings ein Teil von dem Visitor Center. Dann gibt es ein Café und dann sollen wir gucken. Der sagt, wie hinter dem Café kann man noch weitergehen und da gibt es dann irgendwo sowas wie ein Museum. Also der war jetzt wieder sehr nett. Ja. Also die Leute, wenn man welche trifft, sind sie sehr nett, wenn man sie denn trifft und irgendwo findet. Ja, Okay. Gucken, ob wir das Museum finden, gucken, wie viel das kostet. Gucken, ob sie Dann da sehen wir was weiter. haben. Und ich habe mir eine Broschüre mitgebracht vom Puffing Billy. Und da ist dann die ganzen Stationen drauf und hoffentlich ein bisschen mehr Informationen. Schauen wir mal. Dann geht es Toiletten? hier lang weiter. Ja, lang. Dann geht es wahrscheinlich hier lang weiter. Okay. Also Museum würde ich es nicht bezeichnen, aber auf jeden Fall hast du was zum Angucken. Das ist Ja. wenigstens schon mal ein bisschen was. Und hast du was Interessantes rausgefunden? Oder nur das, was wir eh schon wissen? Nee, die Puffing Billy Linie war als ursprünglich nur eine Bahn, die Güter transportiert hat, also Früchte. Das hattest du, Kartoffeln. glaube ich, schon mal erzählt. Ja. Und Und das dass, war sie dann im irgendwann, Original. und dass sie dann irgendwann angefangen haben, Passagiere mitzunehmen. Das war die Old Gun Trail Railway. Aber war das hier nicht auch so? Das hab ich jetzt erst rausgekriegt, aber in den meisten Fällen ist es wahrscheinlich so, dass Entschuldigung, ist wahrscheinlich so, dass viele Bahnlinien in erster Linie immer als Güter angefangen haben und erst später dann Passagiere zugenommen haben. Hier, guck da. Please touch the coal. Jetzt, Da. jetzt fasse schon an. Du Touch. Fühlt sich irgendwie wachsig an. Aber dreckig muss sie Das ist davon irgendwie nicht. nicht Ich wirklich. weiß nicht, Ne? ob sie die vielleicht eventuellerweise besiedelt haben oder was. Das ist ja schon mal was, dass in so einem Ding drin steht. Please touch. Ja, auf alle Fälle ist die Bahnlinie jetzt nur noch mit Volunteers, also mit Freiwilligen. Ja, wie es bei vielen Sachen ist. Die Hast du 3A, gerade noch ein paar interessante Fakten gefunden, ja? ja, die 3A, was die Dampflok ist hier, die war ziemlich lange in Service. Die 35,6 Tonnen und hat Höchstgeschwindigkeit 32 Kilometer pro Stunde. Von Belgrave bis nach hier zu Lakeside verbraucht sie 450 Kilogramm Kohle. Jesus, wie weit ist denn das? Mit den 450 Kilogramm Kohle verbrauchen sie gleichzeitig 1400 Liter Wasser. Ja. Und gut, halten Sie es gewusst, die 24 Kilometer auf Gleise zwischen Belgrave und Gembrook hat 36.000, was man es lieber nochmal, Ja, die wurden Dinger da, die hölzernen Dinger quer durch. Mann, so was bescheuert, ja. Bahnschwellen. Bahnschwellen, genau. Manchmal, Also, jetzt fällt mir ein. nochmal. Also genau, jetzt haben wir es. Also nochmal von vorne. Also die 24 Kilometer Strecke zwischen Belgrave und Gembrook hat 36.000 Schwellen. Das waren Fakten. New stories to be read. Morning light paints the desert gold. Songs of freedom, tales unfold. Laughing with the breeze, hearts so free. Chasing horizons, just you and me. Sieht aber nicht wirklich nach einer Puffing Billy aus, ja? Nee, es sieht mehr nach der Diesel, oder? Ja. Every mile a melody so sweet. Happy tunes beneath our feet. The stars will guide when day is done. Campfire songs, the night's begun. So mit den Füßen raus. Made in every place. Australia's Also war ziemlich enttäuschend. Wir haben jetzt extra auf den Zug gewartet und war ziemlich enttäuschend, dass die Lokomotive eine dieselelektrische Lokomotive ist. Und ich habe jetzt mal den Station Master gefragt und der hat gesagt, normalerweise ist es immer eine Dampflokomotive, eine Steam Engine. Die haben wohl mehrere davon und er war selbst ganz erstaunt, dass es diesmal keine ist. Also wahrscheinlich ist eine ausgefallen, aus welchem Grund auch immer. Aber also ich als Reisender wäre wahrscheinlich ziemlich enttäuscht, wenn du dafür dein Ticket bezahlst und dann erwartest, dass da eine Dampflokomotive kommt.
Und dann kommt das Ding da an. Aber er sagt, wahrscheinlich ist die aus irgendwelchen Gründen nicht fertig gewesen heute Morgen oder hat einen technischen Defekt gehabt und dann hängen sie die ran. Aber der nächste Zug, der kommt, sagt, da ist auf jeden Fall eine Dampfmaschine, weil die haben nur eine einzige Dieselmaschine und das ist die da. Und wenn die weg ist, muss der nächste Zug eine sein. So, jetzt gibt es gleich nochmal. Stehe ich im Weg? Ja. So, das war's jetzt. Die enttäuschende Diesellokomotive hat jetzt umgedreht. Die hängen sie jetzt wahrscheinlich auf der anderen Die Seite hängen sie auf an. die andere Seite, weil der Zug, der hört hier in der Mitte auf, der fährt jetzt in die andere Richtung. Also der fährt bloß halbe Strecke. Ja. Der fährt danach zurück. Und da wir jetzt ja festgestellt haben, dass in der Hauptsache eigentlich diese Dampflokomotiven fahren, machen wir trotzdem irgendwann mal die Fahrt. Wenn es denn Dampflokomotiven sind, wenn man dann noch mal hier in der Gegend ist, muss man gucken. Okay. Ich finde den Zug eigentlich mal schön und die Station haben sie ist auch sehr gut erhalten und gepflegt und alles. Und wenn man bedenkt, dass das alles nur mit Freiwilligen gemacht wird, Dann ist ist das schon natürlich eine das schon eine enorme Leistung. Ich meine, wie die Leute sich vorhin in den Waggons rumgefläzt haben, war vielleicht auch nicht unbedingt so mein Geschmack. Aber vielleicht macht man das Aber- so. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Aber ja, Ich packe mal auf unsere Liste und dann werden wir sehen, ob wir es machen oder nicht. Ich denke mal, dann war es für unseren Tag heute, oder? ja, dann gehen wir jetzt nach oben dann Fahren fahren wir wir, wieder zurück. und dann fahren wir wieder zurück. Ja, Schauen wir mal, ob sich das Wetter vielleicht noch ein bisschen bessert. okay. Oder willst du noch einen Walking-Track machen? Damit meine Frau sich wieder auf die Fresse packen kann. Ich habe noch einen Arm und 2 Beine, die ich mir noch brechen kann. Super. Da muss ich dann ja noch beim Hintern abwischen helfen. Die kommen nicht in die Frage. Open roads ahead, wheels turning, new stories to be read. Morning light paints the desert gold, songs of freedom, tales unfold. Laughing with the breeze, hearts so free, chasing horizons. Just you and me. Sunshine on the road, feel the beat. Dancing tires on the highway street. Every mile a melody so sweet. Happy tunes beneath our feet. Stars will guide when day is done. Campfire songs, the night's begun. Memories made in every place. Australia's charm. A warm embrace, rolling on where dreams ignite. Caravan dreams in morning light. Joy in every turn, every sight. Happy music, pure delight. Wir sind jetzt auf dem Weg und wir wollen uns ein paar Orgelpfeifen ansehen. Aber ein paar ganz besondere Orgelpfeifen. Ja, wo wir mit einem ehemaligen Arbeitskollegen von Peter essen waren. Die haben uns den Tipp gegeben und das gucken wir uns jetzt mal an. Ja, irgendwas müssen wir ja noch zu tun finden. Bis wir dann wenigstens erstmal Heikes nächste Untersuchung hinter uns haben. Ja, Ja, und da haben wir gedacht, das ist eine gute Gelegenheit. Stunde fahren, ist okay. Melbourne City Verkehr, nicht so okay. aber wir sind gleich da und dann schauen wir mal, wie weit wir noch laufen müssen. Wo du wahrscheinlich nicht magst, dass ich laufe, oder? Es kommt darauf an, wenn es bloß ein gerades Stück ist und wir wieder zu dieser Plattform dahin laufen müssen, dann geht's ja, das ist ja okay. Ich lasse dich nur nicht klettern. Na, das werde ich auch bestimmt nicht können. Und das Bubble-Wrap hast du auch vergessen. Ja.
Und wenn die Kamera zwischendurch mal ein bisschen wackelt, wir sind auf Viktoriastraßen unterwegs. Ja, die sind zum Teil wirklich furchtbar. Merkt man besonders, wenn man eine Verletzung am Arm hat. Ja. Also, wenn irgendjemand irgendwelche Verletzungen haben, die erschütterungsempfindlich sind, Melbourne ist nicht eure Stadt. Es ist das so. Okay, jetzt sind wir eine Stunde gefahren und sind angekommen. Und da steht ein Schild davor und die Schranke ist zu, dass heute wegen Feuergefahr der Park geschlossen ist. Ja, Victoria. Ja. Ich glaube, wenn wir das nächste Mal nochmal eine Big Lap machen oder wenn wir auf die zweite Tour gehen, dann können wir Victoria rausscratchen. Na, dann machen wir aber wenigstens noch ein paar Dinger mit, die ich auf der Liste habe. Ja, wenn sie denn offen sind, weil bis jetzt sind 3/4 von den Sachen, die wir uns angucken konnten, sind entweder zu oder man kommt gar nicht erst hin. Und wenn du denn irgendwo hinkommst, dann zahlst du gleich einen Arm und ein Bein dafür für die Parkgebühren, die sie dir dann abknüpfen. Vielleicht sollten wir eine andere Jahreszeit probieren, wenn denn die Fire Danger, die Feuergefahr nicht so hoch ist. Na gut, dann fahren wir wieder zum Caravan. Okay, jetzt fahren wir erstmal wieder über eine Stunde zum Caravan zurück, weil sich das ja jetzt nicht so gelohnt hat. Und dann werden wir uns den Rest des Tages auf morgen vorbereiten, alles ein bisschen sauber machen, Dingens machen. Und dann gucken wir mal, was morgen wird. Gut. Unser Rückweg führt uns wieder durch das Zentrum von Melbourne, der Hauptstadt von Kunst und Kultur. Schon vom Weiten sehen wir die Skyline der Stadt. Songs of freedom, tales unfold, laughing with the breeze, hearts so free, chasing horizon. Es hat was. Und doch, wenn man näher kommt, ist alles so bunt durcheinander gewürfelt, dass es vollgestopft wirkt. Es ist kein Raum, ein Kunstwerk auf sich einwirken zu lassen, weil das nächste sich schon hineindrängt. Beneath our feet, stars will guide when day is done. Campfire songs, the night's begun. Und Peter kämpft erneut mit den chaotischen Straßenführungen. Vielleicht kann man das ja auch als Kunst bezeichnen. A warm embrace, rolling on where dreams ignite, caravan dreams and more. Unser letztes Update vom Krankenhaus. Wir waren gerade da gewesen. Die haben jetzt das Verband gewechselt. Die Wunde sieht wunderbar aus. Und wir waren noch mal bei der Physiotherapie. Die haben uns noch ein paar Übungen gegeben. Und ansonsten sind wir wieder hier in 4 Wochen. Schmeißt ein bisschen die Pläne über den Haufen. Müssen wir nachher einen extra Umweg für ein paar Tage fahren. Aber da wir keine Lust haben, jetzt hier 4 Wochen noch hier rumzusitzen, haben wir jetzt gesagt, wir fahren jetzt einfach 3,5 Wochen lang weiter hoch, gucken, ob wir bis Canberra hochkommen. Und dann fahren wir von da aus halt noch mal eine 2-Tagestour zurück, machen noch mal einen Abstecher hier rein und das sollte dann hoffentlich der letzte Besuch gewesen sein. Wir gehen jetzt bloß noch shoppen, weil wir dann morgen wieder weiterfahren. Und ja, das war es dann für diese Woche. Ja, danke fürs Zuschauen und danke für die vielen Genesungswünsche. Und wir beenden dann das Video für diese Woche und sehen uns dann nächste Woche wieder. Mit ein bisschen mehr Traveln. Okay, dann bis dann. Tschüss. Bye.